Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, hier auf dem Kanal The Nerdern live mit mir, dem Dre. So, hier wird nicht lange rumgeschnackt, hier geht's direkt weiter mit dem Heroismus. Ich frage mich, warum sie das Heroismus genannt haben und nicht einfach Heldentum. Das war in Peace Walker ja schon so seltsam. Aber na gut. Sehr mysteriös. Ich finde diese Kameraführung so cool. Ist immer, als wäre man irgendwie als dritte Person noch irgendwie dahinterher. My name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Tja, den Miller befreien. Das wird unsere erste Aufgabe sein, für die wir 4 Tage Zeit haben. Ja, ja. Ist ganz geil. Das funktioniert hier wirklich ja auch mit Tag- und Nachtwechsel und alles. Den man auch beschleunigen kann.
Und es ist tatsächlich so, dass wenn man Miller halt 4 Tage jetzt warten lässt, weil man muss die Mission nicht direkt machen. Kapitel 1, Rache. Wenn man ihn warten lässt, stirbt er und die Mission, das Spiel ist vorbei. E-Zigarre, 1985. Aber ein Walkman. Ja, jetzt geht das hier los mit den Kassetten. Da müssen wir mal gucken, wie wir die abspielen. Weil die sind optional. Allerdings werden die markiert. Ich hatte ja in der Umfrage schon mal gefragt. Also ich denke mal, ich werde sie einfach wirklich ablaufen lassen. Vielleicht auch einfach während ich dann da rumschleiche oder was. Werde dann natürlich aber nicht drüber reden, ist ja klar. Episode 1, Phantomglieder. Phantom Limbs. Finde ich gut, dass es immer noch auf Englisch nochmal da unter steht. Fehlt nur noch auf Japanisch. Ach ja. Ach, 84? War das nicht 85? Okay. Nee, ich glaube, das Spiel irrt sich. Ich habe recht. Ganz sicher. Nee, 9 Jahre. Ja. Ah ne, 10 Jahre nach Peace Walker spielt das. Und Peace Walker war 74. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Ich empfehle euch, wenn diese Credits am Anfang kommen, wer also mitspielt, das nicht zu lesen. Damit kann man sich echt viele Überraschungen wegnehmen. Jetzt am Anfang ist auch ziemlich egal. Aber später würde ich euch echt empfehlen, guckt da nicht hin. On ice. Solo infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect one. iDroid. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Jetzt gibt's noch so ein bisschen Tutorial. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars? Or should I say your int scope? See the village? Straight ahead. A little to the left. To the Ja, warte nu. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it.
That's Violo Village. The Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Jetzt auf ihn. Wrong target, boss. Use your binoculars to focus in on Davialo Calais village and mark it. Marker removed. Okay. Ja, aber das ist ja da hinten. Kavat? Kavala wat? Kavala Lavey? Das hier. Das ist doch das Dorf. Wrong target, boss. Use your binoculars to focus in on Davialo Calais village and mark it. Something wrong? Marker removed. Put a marker on the village, boss. Marker. Witzig verarschen? Worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go. Now go! Let the legend come back to life. Ach, geil. Das war damals das erste, was man vom Gameplay-Trailer gesehen hatte. Now go. Bring the legend back to life. Ja, machen wir auch gleich. Ich will einfach mal ganz kurz zurück. Why don't you do a little more practice in those ruins? Shooting, taking cover, climbing obstacles. See to it that 9-year gap doesn't slow you down. Genau. Aber deswegen will ich es eigentlich nicht, sondern ich weiß, dass hier hinten... Jetzt muss ich ihn nur finden. Hier war irgendwo ein Diamant. Denn man muss hier in dem Spiel Ressourcen sammeln. Warte mal, ganz kurz. Man muss Ressourcen sammeln, um sich seine Mother Base aufzubauen. Was war denn das? Wenn ihr Peace Walker kennt, dürftet ihr die Mother Base auch kennen. Wenn ihr Peace Walker nicht kennt, werdet ihr sowieso eine ganze Menge Sachen hier nicht erkennen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Man hat einem, die haben einem hier die Möglichkeit gegeben, auch ohne Peace Walker Vorkenntnisse halbwegs reinzukommen. Also man wird nicht völlig verwirrt sein. Ich muss irgendwo... Was? Ne, Munition... Das ist er doch, oder was? Da. Even the sheerest cliffs are climbable if there are cracks you can use as handholds. You might even find some unexpected routes that way. Keep an eye out for cracks on your travels. Genau, es gibt Pflanzen, die man einsammeln kann. Also es ist im Grunde ein besseres Far Cry, könnte man sagen. Aus der Third-Person-Sicht halt. Weil du bist hier wirklich, man ist richtig viel am Sammeln. Man sammelt Pflanzen, Ressourcen, Diamanten, Leute. Allen möglichen Kram muss man hier einsammeln. Kassetten, Musikkassetten, Intel, also Hinweise auf ja, den Verbleib von verschiedenen Leuten zum Beispiel. Oder von Bauplänen.
Es ist schon echt genial. Und vor allem ist es groß. Es ist riesig. Das ist... Also es ist ja Open World. Und wir können uns hier überall frei bewegen. Zumindest außerhalb einer Mission. Wenn man innerhalb einer Mission ist, hat man schon irgendwie ein abgestecktes Gebiet. Wir sehen das hier auf der Map. Darin darf ich mich bewegen. Wenn ich da rausgehe, ja, wird die Mission beendet. Aber sonst, das gesamte Teil hier ist, ich hätte jetzt fast gesagt, free to play. Achso, wir können ja mal, ich kann ja mal einfach mal, bevor wir, warte mal, da, genau. Wir haben jetzt nämlich schon 16 Kassetten. Wir fangen einfach mal hier an und ich halte einfach mal die Klappe. Snake, I wanted to ask you about the man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Well, he took off the moment the sprinklers started up. Sprinklers? The fire system? And when he got... That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. He wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared. Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense. It's just hard to believe it would work on a guy like that. Ganz kurz mal eben. Ups. Na gut, jetzt machen wir. Snake, what do you remember? Started up. Sprinklers. The fire system. And when he got sprayed with water from the burst pipe, it slowed him down. When we escaped on horseback, he wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared. Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense. It's just hard to believe it would work on a guy like that. Ja, man kann, es ist so geil mit den Kassetten. Das ist, herrlich. Einfach, dass man sie auch so zurückspulen kann und alles. Oh ne, falscher Knopf. So, genau, was auch noch mit von Far Cry an Far Cry erinnert, ist halt mit dem, naja, es ist ja kein Bionicle, wie heißt denn das? Kein Fernglas hier. Ach shit, ich habe ja auch noch die Knarre, warte mal ganz kurz. At the enemy outpost, Violo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Extraction arrived at Mother Base. Na gut, das aber eigentlich hatte ich euch das ja sogar schon in Ground Zeroes gezeigt. Mit den... genau. Hier, das sind auch wieder Ressourcen, die man einsammeln muss. Those materials are already processed. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Ich weiß gar nicht genau... Extraction arrived at Mother Base. Ich weiß gar nicht genau, was es so für... Da. Naja, Treibstoff, biologisches Material, Metalle gibt es, glaube ich, verschiedene. Diamanten. Ey, man kann alles auch extrahieren. Das kommt... Oder exfiltrieren, ich weiß es nicht. Rausholen, mitnehmen. So wie bei Phantom... Quatsch. Peace Walker halt. Du kannst wirklich die Gegner dann auch bewusstlos kloppen und alles und dann holst du sie halt ab. Und dann werden sie in deine Mother Base einsortiert sozusagen. Es wird groß. Ich freue mich schon richtig drauf. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Und genau deswegen ist es interessant, sie zu markieren. Weil dieses Dreieck zum Beispiel auch durch Gebäude hindurch erkannt werden kann. Und wenn du dann da durch die Basis schleichst, sollte man immer wissen, wo die Gegner sind. Deswegen, bevor man in eine Basis eindringt, am besten sich einen schönen Überblick verschaffen und ja, ein paar Leute einscannen. Ja, richtig, da wollen wir auch rein. In dem Dorf hier habe ich schon sehr viel Zeit verbracht. So, mal gucken, hier müsste noch, genau, da ist noch einer. Diese MG-Stellung kann man zum Beispiel auch abholen später. It's a heavy machine gun. Packs far more power than any rifle. You can either use it yourself or destroy it. Either way, best keep in mind some way to deal with it. Stimmt, zerstören können wir uns auch. So, mal gucken.
Ich weiß, dass hier auf jeden Fall noch mehr Leute rumrennen. Aber... Das ist ein Mörser. Die kann man auch einsammeln. Mortar shells travel in a curved trajectory, meaning they hit from up above you. Gut. How about it? Can you see the village from there? Use the binoculars to recon. Willst du mich verarschen? Das habe ich gerade gemacht. Bin ich jetzt gerade über einen Spot hinweggegangen, wo du das sagen musst, oder was? Na gut, dann gucke ich nochmal von hier. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Das ist richtig, das ist da drin. Da gehen wir ja gleich rein. Ganz ruhig, Ozzy. Ich habe ja noch nicht mal ein Nachtsichtgerät und nichts. So eine Scheiße. Das ist ein bisschen... wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon ein paar Stunden gezockt. Und jetzt so auf 0 wieder zurückzugehen, ist ein bisschen schwierig. Ich spiele mal hier eine Kassette ab. You were hospitalized in Dekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. He said I was in a British military hospital. But the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. Dekelia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in '74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And Dekelia sits right on top of it. It does. Part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America, they all have their own stake in pitting the two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt, without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames, and then it's too late for other nations to rush in with peace talks. The embers keep on smoldering. Each nation's arrogance only breeds anarchy. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration, but your vision will be affected just the same. Keep your guard up. Who knows when you'll bump into an enemy. So, ich mache die Kassette jetzt mal aus. You're up. We're changing ship. Moment. So. The Suez and away. Weil ich hören muss, wenn hier einer rumschleicht. Ich weiß nämlich, dass hier einer rumschleicht. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob oben oder unten. Alter, er hat echt die Tür gehört. Willst du mich verarschen? So eine Scheiße. Ja, Effektivität von Betäubungsmitteln. Je nachdem, wo man den Gegner halt trifft, wirkt so eine Betäubung halt schneller oder langsamer. Kopfschuss ist natürlich direkt instant betäubt. Ach shit, das bringt ja auch noch nichts. Ich wollte ihn jetzt nämlich mir schnappen und ausfragen, aber das geht ja noch gar nicht. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense.
It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. Ja. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Okay. Abholen kann ich sie noch nicht? Ne, ich habe das Futon Recovery System ja noch nicht. Shit. Ja, was machen wir denn jetzt mit dir, Junge? Hier war irgendwo ein Container, wo ich ihn reinschmeißen kann. Das eskaliert doch gleich schon wieder. Ich lege ihn jetzt erstmal einfach hier hin. Scheiße. Ah, so komplett bei Null anzufangen ist echt hart. Wir müssen auch gleich wieder aufhören. Achso, die Dinger, ja klar. Ich habe nicht mal C4. Ich habe gar nichts. Ich kann auch noch nichts. Ah, wir müssen echt erstmal Miller rausholen hier. Okay. Gut. Ja, das wird am Anfang jetzt ein bisschen holprig werden alles, sag ich mal. Aber sobald Miller da ist. Was? Sobald Miller da ist, sobald das alles ein bisschen... Okay. Kann ich anfangen, Sachen zu entwickeln. Und dann wird das alles auch ein bisschen übersichtlicher. Nein, Dreieck, du Affenkind. So you picked up an Intel intel file file. extraction Now we know where arrived Miller at is. Mother Base. I'm marking it on your iDroid. The map has been Ja, Granaten. Ich habe aber kein C4. Oh. Weil, das hier ist ein ja, Gerät und Gebiet vor allem auch. Und wenn ich das zerstöre, können die keine Verstärkung rufen. Genau wie die Antenne oben. Wenn ich die zerstöre, habe ich erstmal meine Ruhe. Aber mit einer Granate mache ich das nicht. Das ist mir zu... Das ist mir ein bisschen zu riskant. Und C4 habe ich halt noch nicht. Da hinten. Immer markieren. Machst du nie was falsch mit. Auch LKWs, Trucks, Jeeps, Panzer, alles markieren. Da steht noch ein Typ. Weil die bleiben ja auch markiert, bis man quasi zur Mother Base zurückkehrt und die Map damit verlässt. Bleiben die immer markiert. Oh, warte. Ratte. Erwischt, ja. Nehme ich mit. Ja, stimmt. Aber das muss ich auch noch zeigen. Aber das kommt später. So, ein bisschen Material mitnehmen hier. Wie gesagt, der Einstieg ist ein bisschen holprig vielleicht. Ich würde sagen, keine Ahnung. Ja, mache ich, sobald ich aus dem Dorf wieder raus bin, Junge. Ja, ich würde sagen, keine Ahnung, also sobald Miller auf jeden Fall da ist, sobald wir anfangen können, Sachen zu erforschen und Leute rauszuholen, um die Mother Base auszubauen, ab da wird es eigentlich dann erst richtig interessant. Oh. Hier, die Dinger. Die kann man später auch rausholen. Dafür muss man allerdings, das ist ja das Geile, du musst halt, um solche Sachen rauszuholen, das Ding erstmal haben, also dieses Full-Time Recovery System haben, und dann musst du es erweitern. Um wirklich die höchste Stufe zu haben, musst du einen bestimmten Typen rausholen. So, waren wir hier schon? Ne, das war die Kassette, die ich noch nicht abgespielt hatte. Okay. You're up. We're changing ships. We can't go sailing the Suez in a whaler. The Suez Canal. When did they reopen it? Not long after you were attacked. Once they finished sweeping it for mines after the Arab-Israeli conflict. Can you stand? We're going to transfer to a container ship for passage through the Suez. Our destination is Pakistan, Afghanistan's neighbor to the south.
There we disembark and head via Peshawar to the Zero Line, the border. We'll travel to the Khyber Pass by road. And then? Continue on horseback. Anytime you need advice, just give me a call. Roads are under Soviet control. We'll need to go around them. It'll be all narrow, winding paths through the mountains. We'll do better on horseback. It's a local guerrilla tactic. They use the higher ridges to avoid air recons. Then they charge down the mountains for ambushes. The Soviets still haven't devised a counter strategy. Our time frame is only half as much as we really need. It's gonna be a tough march. Better horses than boats. Well, it'll make for good physiotherapy. Take the time to get used to that new arm. While the Soviets have indicated they are not participating in the Los Angeles Olympics, primarily because the United States has made no attempt to guarantee the safety of the Soviet Union's athletes, the United States is increasingly demonstrating the belief that the issue has nothing to do with its preparations, and in fact this is retaliation for the Western nations' boycott of the previous Moscow Olympics. That concludes today's news. That's quite some news. The Soviet Union not attending the LA Olympics? Yeah. Andropov's death has changed some things. They're calling it revenge for the Western boycott of the Moscow Olympics. Countries boycotted the Moscow Olympics. Yes. In protest of the Soviet Union's invasion of Afghanistan. Over 50 countries were absent. It's too bad I didn't get to see Yamashita's judo. When the 40th Army crossed the Amu River 4 years ago, détente went right out the window. The U.S. Congress chose not to ratify SALT II. And Reagan's hardline politics won in the presidency in a landslide. According to him, the Soviet Union's an evil empire. A second Cold War. And there's been no end to regional conflicts and civil wars. Lebanon, the Falklands, Grenada, Iran, Iraq. The story never changes. Egypt and Israel did sign a peace treaty. But then the driving force on the Egyptian side, President Sadat, was assassinated afterward. Apparently, his actions were considered a betrayal of his fellow Arabs. Islamic extremists? Yes. Fundamentalist extremists have been responsible for some bold acts of terrorism in recent years. We've had extremist students in Iran take U.S. embassy workers hostage, and suicide bombings in Lebanon. Over 300 foreign soldiers stationed there have been killed. Countries have yet to develop an effective means of dealing with terrorism. Afraid of losing their own men, they've pulled their forces out, handing private forces a golden opportunity. Private forces? Small armies with no national affiliation, working for the highest bidder. That's right, they got the idea from you. After Mother Base went down, they began spreading to meet the soaring demand. Miller's organization is just one of many PFs now. The entire world is after you. But at the same time, it needs you too. Gut, ja, ihr seht da vorne ist die, naja, wie soll man das nennen, der Außenposten, das Dorf, der Ort, an dem wir Miller finden werden, wo wir Miller rausholen wollen. Ah, da muss ich auch noch ran. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, denn diese ist jetzt schon wieder viel zu lang geworden. Deswegen bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn wir Miller rausholen. Und ab dann geht es auch richtig los. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich extrem freuen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zusehen. Ciao.